Und herzlich willkommen zu einem neuen Indie Game Collective Showcase. Mit mir, eurem Mighty Mufflon. Heute spielen wir Trance, ein Dark Fantasy Action Plattformer im klassischen 2D, also ein Sidescroller. Ja, legen wir los. Okay. Long ago, there was a kingdom with a loving king, a mighty queen, and 4 division commanders. A diamond, a clover, a spade, and a harp. They were the perfect set of cards. Then suddenly a joker arrived and crushed the kingdom. With the mighty queen's last power, the joker and the queen vanished and never to be seen. Unknowingly to the queen, her power left a curse to each of them, trapped in their own world, desires, nightmares. It is said that the mighty queen will come back again to save them from the curse. This story is about the queen. Okay, diese Metapher mag ich mit den Spielkarten. Hat was Poetisches. Ja, wir spielen die Königin. WASD, altbewährt. Base, okay, damit können wir hüpfen. Läuft. Schauen wir mal eben in die Controls hier. Also, wir haben noch U für Schild, das werden wir bestimmt brauchen. Frag mich, ob es zwischendurch vielleicht nochmal eine Erklärung gibt, während wir ja, spielen. Interact, alles klar. Left, Dash. So, ja, ach, Left Shift. Ja, okay. Also ich wollte jetzt gerade mit den Controller eigentlich spielen, hab's kurz getestet. Ich konnte mich nur durch Startmenü navigieren. Mit dem... Ja. Also nur so navigieren, steuern. Aber andere Tasten haben nicht reagiert, zum Bestätigen oder dergleichen. Ich weiß nicht genau. Egal, ich spiele es jetzt mit der Tastatur. Ich fürchte, das wird verdammt schwierig, weil das Spiel, glaube ich, ja, ein Action-Plattformer ist. Wie anfangs erwähnt, aber naja. Wir schauen einfach mal. Attack. Vielleicht, wenn ich mich ein bisschen hier... Kriegen wir schon hin, glaube ich. So, und Left. Shift. Also... Kann ich denn... Na, wir schauen mal. Wir schauen erstmal. Also. Also die Atmosphäre des Spiels ist schon mal mega. Die Atmosphäre ist richtig gut. Da sind schon die ersten kleinen Gegner. Ich glaube, die werden kein Problem darstellen. Okay. So irgendwelche Käfer, Maden. Ziemlich groß. Ich glaube, da dürfen wir nicht reinfallen. Oh, das war knapp. Oh. Oh, der hält was aus. Unten ist unsere Lebensleiste. Okay, gut. Okay, das haben wir. Okay, da ist... Das war nicht so geschickt. Was haben wir denn hier? Ein Portal. Sneaks, the Queen's childhood friend, best friend, and also advisor. She loves technology, and most of all, she loves shoes. The Diamond Division Commander using advanced technology for the kingdom's weaponry. Okay, ich habe das Gefühl, wir bewegen uns jetzt durch die verschiedenen Bewusstseinswelten. So interpretiere ich das jetzt. Oh. Klar. Wow. Okay, das wird aufgemacht. Okay, ich mach schon alles. Au.
Ähm, wo hatte ich denn mein Schild? Irgendwo gab es ja ein Schild. Muss noch mal schauen. U habe ich gerade gedrückt. Das Schild wurde nicht aktiviert. Dash. Left Shift. Irgendwie. Ja. Also irgendwie tut sich hier nichts, leider. Damit der Angriff funktioniert. Also grafisch ist das Spiel echt, da kann ich gar nichts beanstanden. Die Musik ist fesselnd. Ich mag auch hier die Effekte, diesen Funkenflug und dergleichen. Also das macht alles was her. Es wird natürlich kritisch, wenn jetzt sowas wie das Schild, also ich drücke gerade U, ich probiere mal noch andere Tasten aus. Ja, da tut sich leider nichts. Das ist sehr schade. Also ich habe mich sehr auf das Spiel gefreut. Ich freue mich jetzt eigentlich auch immer noch, weil also es macht ja echt was her, aber die Kernmechaniken, also wie das Schild und dergleichen, also es ist ja ein... Okay, das sieht wieder interessant aus. Ah, das finde ich cool. Oh. Oh. Verdammt. Da kam ich nicht mehr weg. Also wir haben auch keinen Doppeljump. Normalerweise hat man sowas, ja. Ja. Okay. Ah. Also mir fehlt... Ich kann nicht dashen. Der Angriff funktioniert. Ja, ich tippe hier gerade auf der Tastatur rum, aber leider nichts davon. Nichts davon sorgt dafür, dass ich... Ja, ich kann springen, schlagen und laufen. Das war's eigentlich. Oh, ich kann auch nach oben schlagen. Okay. Ja, aber ich kann das Schild nicht benutzen. Das ist schade. Also ich guck mal, wie weit ich komme ohne Schild und ohne Dash. Das klingt... Wow. Ziemlich... Okay. Ich versuch's noch mal ein bisschen. Es wäre schade, jetzt schon aufzuhören. Ich verstehe nicht so ganz, wie diese Sprungfedern funktionieren. Wenn ich ehrlich bin, aber... Schau mal, ich versuche mal mein Bestes. Ah. So. Also... Der Lebensbalken. Also wir haben echt wenig, Health Points. Muss ich jetzt mal so anmerken. Verdammt, okay, das war mein Fehler. Okay. Aber... Okay. Ja. Ah, verdammt, okay. Okay, das... Habt ihr das gehört? Wie der abgegangen ist? Okay. Ach, verdammt, okay. Ich will jetzt mal zumindest hier am Ende dieser Stage kommen. Mal gucken, was uns da erwartet. Okay, ich glaube, wir sind gleich schon wieder Geschichte. Da war was versteckt. Das hier finde ich ganz cool. Oh. Also die Idee da mit diesen Ventilatoren finde ich schon ziemlich smart. Aber wenn ich nicht dashen kann, fürchte ich, dass ich da nicht rüberkomme. Weil ich zu wenig Zeit habe. Ja gut. So. Jetzt kommt das Problem hier. War geschafft, okay. Hier waren wir noch nicht. Ah, verdammt. Und den Gegnertyp haben wir auch noch nicht gesehen. Okay, so weit waren wir echt noch nicht. Jetzt, über mir sind Stacheln. Und ich kann den Dash nicht benutzen. Das ist,
suboptimal, würde ich mal behaupten. Ja. Okay, okay. Ich will jetzt ungern sterben, weil ich jetzt schon recht weit gekommen bin. Was ist das? Ich kann nichts sehen. Wo muss ich hin? Ah, das ist eine Plattform. Ah, ich komme hier nicht. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Okay, ich versuch's nochmal. Ja, verdammt. Boah, hast du das gesehen, wie schnell der wirft? Das war doch gerade anders, glaube ich. Okay. Ah. Okay. Also es ist jetzt frustrierend. Nicht, weil es zu schwierig ist. Nein, also das würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist ja, ich kann es nicht so spielen, wie der Entwickler es gedacht hat. Das ist ein Problem. Vor allem, ich habe ja auch kein Schild. Sonst könnte ich ja diese Lanzen, diese Energielanzen oder was auch immer das sind, diese Speere da, die könnte ich ja abwehren. Aber das Schild reagiert ja auch nicht. Auch nicht, wenn ich gedrückt halte oder sowas. Ja, gut. Okay, das haben wir irgendwie geschafft jetzt. Hier sehe ich jetzt ein richtiges Problem. Das ist quasi nicht machbar. Okay, das fängt zeitversetzt an. Nein. Okay, schauen. Zieht sich jetzt aber. Da ist die Plattform. So. Dann müssen wir rüber. Ah, nein, 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 nein. Okay, nochmal gerettet, aber noch ein Treffer. Und das war's. Ah. Ich muss sagen, es ist jetzt gerade schon hart frustrierend. Also, ich versuche nochmal hier so, weiß ich nicht, ein paar Mal mein Glück, aber ich fürchte, da muss der Entwickler nochmal ran. Weil das ist so nicht spielbar. Also es ist, ja. Ich will es ja nicht schlecht machen, aber die Grundfunktion, wie der Dash und der Schild, also die sind ja vorgesehen, fest eingeplant in dem ganzen Leveldesign. Und wenn das schon nicht, also wenn das nicht gegeben ist, wie soll man denn hier, naja, okay. Ah, jetzt bin ich zu früh gehüpft. Aber man kommt auch nicht mehr da weg. Also ich finde es ja okay, wenn man dafür bestraft wird, dass man das Timing vermasselt hat. Das finde ich in Ordnung. Aber dass man dann quasi direkt zum Tode verurteilt ist, finde ich wieder ein bisschen zu viel des Guten. So. Da, jetzt kam ich wieder nicht. Ja, gut. Habe ich hier so eine kleine Strategie entwickelt, aber das ist jetzt wieder so. Ah, verdammt. So, ein Treffer noch und wir sind schon wieder Geschichte. Boah, ich habe so das Gefühl, hier könnte man wieder sehr gut den Dash gebrauchen, also auch in der Luft, in die Plattform. Ah, da kommt sie. Okay. Also das finde ich jetzt hier ein bisschen. So.
Okay, wir schauen uns mal was anderes an. Ich gehe mal ins Menü. So. Also hier die Titelmusik, die finde ich ja wunderschön, ne? Das möchte ich aber auch mal gesagt haben. Das ist wirklich... Also damit kann man mich sofort um den Finger wickeln. Muss ich zugeben. Ja, wir machen nochmal weiter. Ja, ich hatte gehofft, okay, da müssen wir es anders machen. Ich wollte mir mal ein anderes Gebiet anschauen. Weil das hier... Ja, wir überschreiben das, genau. Kann man das irgendwie überspringen? Nee, leider nicht. Ja, gut. Also der Prolog hier so. Das ist, ich finde es echt gut. Also man will auf jeden Fall ja in Erfahrung bringen, was jetzt genau passiert ist, was dieser Fluch genau ist. Und okay, wir dürfen uns schon bewegen. Ich gehe mal in die andere Richtung jetzt. Wir schauen uns das mal an. Weil, Moment. Okay, da dürfen wir anscheinend noch gar nicht hin. Ja, gut. Da komme ich nicht weiter. Hier sind wieder diese kleinen Viecher. Diese Maden. Fetten Maden hier. Ja, schade irgendwie. Oh, das ist jetzt... Oh, der... Mann. Ja, dann sind wir hier wieder. Okay. Ja. Also ich finde das Konzept hier von dem Spiel... Das gefällt mir und es ist auch irgendwie... Also der Titel Trance und wir sind jetzt in den Bewusstseinswelten der anderen. Also ich finde das Konzept kreativ. Also definitiv, das ist gut. Aber so sehr ich auch das Konzept mag, wenn die Core-Mechanik nicht funktioniert, dann hilft's nicht. Oh. Oh, verdammt. So. Er wieder hier. Ja, ich versuche das nochmal mit der Plattform hier, aber... Weiß nicht. Nein! Oh, Mann. Uff, also... Also hier zählt anscheinend auch wieder jeder Millimeter. Das ist bei einem Plattformer auch legitim. Aber es war gerade für mich nicht ersichtlich, ab wann ich tatsächlich runterfalle und wann nicht. Und das finde ich sehr wichtig. Das muss klar definiert sein. So. Ich finde es gut, dass man bei den Gegnern eine Strategie entwickeln kann und die funktioniert dann auch. Also das ist... Oh, das war jetzt gemein. Okay. Ja, okay. Ich mach's nicht mehr lang, aber das spielt hier bei dieser Stelle eh keine Rolle. Weil wenn ich hier runterfalle, bin ich eh... Egal wie viele Leben ich vorher noch hatte. Da bin ich Toast. Ja, ich versuche es jetzt nochmal hier. Oh, geschafft. Okay. Ob wir das nochmal schaffen? Ist aber echt mies, ne? Wow, okay, okay. Oh, das ist ein Spaß. Ich glaube, das ist eine Art Speicherpunkt. Hä? Da war doch eine Plattform. Oh, wir haben aber hier ein...
Okay, das ist gut. Ah, da sind Geschütze. So. Ah, sehr gut. Ich hatte gehofft, dass ich eigentlich... Oh, die ist aber klein, die Plattform. Das ist aber mies hier unten. Okay, naja. Aber, hey, wir haben Progress gemacht. Wir haben Progress. Finde ich gut. Ich sehe nichts. Ach, du Heilige. Okay. Aber man sieht aber auch nicht so viel. Wow. Aber ich glaube, jetzt habe ich den Punkt. Mies. Die Konzentration. Ich glaube, ich habe jetzt aber den Punkt erreicht, an dem das Spiel nicht mehr spielbar, also schaffbar ist ohne die Dash-Funktion. Und ja, das tut mir jetzt irgendwie leid, aber ich glaube, dann werde ich den Showcase gleich vorzeitig beenden müssen. Ich komme ja hier nicht weiter. Naja, okay. Ich wollte mir noch mal die eine Ecke, die nächste Ecke da anschauen, was man da machen muss. Schauen wir mal, was uns da erwartet. So, das hier ist ja in Ordnung. Das ist ja... Kann ich ja handeln. Das ist nicht kein Problem. Krieg alles hin, also. Da kommen Stacheln raus. Ah! Was? Okay, das ist meiner Ansicht nach nicht machbar. Also, vielleicht irre ich auch, aber, also, wie gesagt, die Dash-Funktion geht nicht. Ja. Das, das ist schade. Also, ich hatte mir gedacht, so, ja, ich zock so 1, 2 Stunden. Je nachdem, wie ich durchkomme, wie viele Versuche ich so brauche. Ähm, Ich beende jetzt aber den Showcase an dieser Stelle und hoffe, dass der Entwickler sich nochmal ransetzt, weil ich finde, das Game hat verdammt viel Potenzial und ich fände es schade, wenn das, ja, sage ich mal, nicht ausgenutzt wird. Und also ich finde das Game gut. Der Artstyle, die Musik, die Atmosphäre, wie es beginnt und man kann direkt loslegen, so, das mag ich. Bei so einem Action-Plattformer, ich finde so, wenn man zu lange irgendwie so eine extrem lange Einführung oder sowas, ist eigentlich eher so ein bisschen lästig. Das ist hier gut gelöst. Ähm, Ich finde den Aufbau der Level, finde ich auch interessant. Auch gut gemacht so. Die Passagen, die sind schön, ja, die sind knifflig, aber machbar soweit. Aber es fehlt der Dash und das Schild. Also, ich habe es gerade wirklich versucht. Ich habe auf die Tastatur alle Buchstaben gedrückt. Ich habe vorher meinen USB-Controller angeschlossen. Versucht damit zu spielen. Hat leider auch nicht geklappt. Ja, von daher bitte nochmal überarbeiten. Dann spiele ich es auch nochmal. Vielleicht streame ich es dann oder so. Oder mach nochmal ein Showcase und ein Update und sag dann so, hier Leute, das Spiel wurde nochmal gepolished, da wurde nochmal was dran gemacht und jetzt ist es richtig, richtig gut. Kann ich im Moment leider nicht sagen. Also ich finde es gut vom Artstyle her, von der Atmosphäre und allem. Gameplay-technisch ist es leider... Ja, ja, schade. Einfach in dem Sinne schade, aber behaltet das Spiel trotzdem im Auge. Und ich denke mal, da wird sich noch mal was tun, weil das wäre sonst echt bedauerlich, wenn da das Spiel jetzt nicht weiterentwickelt wird. Und ja, es hapert ja nur an der Steuerung. Also im Moment ist es nur, dass jetzt die Steuerung nicht ganz funktioniert. Und ansonsten
ist dieses Spiel echt, könnte es echt, ja, beliebt werden. Also, so Speedruns könnte man damit auch machen und dergleichen. Schauen wir mal. Ja, das war jetzt mein Feedback. Habe jetzt fast mehr geredet als gespielt. Hätte ich jetzt vorher auch nicht gedacht. Aber gut. Ja, ich wünsche euch was. Ciao.